Ich bin der Jo, ich spiele Gitarre und singe. Ich bin der Jan und ich spiele Bass und versuche mich auch am Gesang. Ich bin der Phil und ich spiele Schlagzeug. Wir sind Dromopod und uns gibt es seit November 2018 in dieser Besetzung, in der wir jetzt hier sitzen. Angefangen hat es damals mit Phil und mir. Wir haben vorher zusammen in einer Band gespielt, die sich dann aufgelöst hat und wollten dann einfach weiter Musik machen und waren da völlig losgelöst von irgendwelchen Genren und haben einfach mal geguckt, was so bei rauskommt, wenn wir spielen. Haben dann aber festgestellt, okay, zu zweit ist es alles ein bisschen dünn und haben dann ein Inserat ausgeschrieben und auf dieses hat sich dann der Jan hier gemeldet, welcher dann nach erfolgreichem Casting dann in die Band aufgenommen wurde und seither mit dabei ist. Und somit sind wir komplett. Es wird auch niemand dazukommen und hoffentlich auch nie wieder irgendjemand gehen. Das Besondere an unserer Mucke, also ich kann natürlich nur aus meiner persönlichen Sicht sprechen, aber von Anfang an, als ich das erste Mal bei den Jungs im Proberaum stand und wir gejammt haben, das war für mich gleich so ohne Barriere. Also es war alles erlaubt. Dadurch, dass wir in einer kleinen Besetzung spielen, hat man auch als Instrument super viel Platz. Und das war auf der anderen Seite natürlich eine Herausforderung, aber auch eine Chance, ja, mal das zu machen, wo man in anderen Bands, in denen man vielleicht vorher gespielt hat, keine Möglichkeit hatte, weil es eine zweite Gitarre gab, ein Keyboard oder sonst was, wo du einfach nichts machen durftest, weil sonst wurde es matschig. Ja, so. Und die Songs, die wir entsprechend jetzt auf die EP bringen, da haben wir nicht gesagt, boah, das Ding darf nur 5-6 Minuten lang sein, sondern wir haben einfach den Song gemacht. Dann haben wir uns angeguckt und gedacht so, taugt das jetzt so? Ist es fertig? Haben wir das Gefühl, es ist fertig oder könnte noch was kommen? Und dann entstanden Songs, die halt teilweise 10, 11, 12 Minuten lang sind, aber für uns einfach insgesamt eine Geschichte sprechen und halt nicht an irgendwelche Genres oder eben Bestimmungen irgendwie eingegrenzt worden sind, dass du sagst, hey, der Song darf nur so und so klingen oder darf nur so und so lang sein, sondern das Ding hat sich entwickelt und das werden wir, glaube ich, auch so weitermachen, weil das erfüllt uns, dass wir einfach machen können, was wir wollen und wenn es halt geil klingt, umso besser. Ja, und das, glaube ich, ist auch das Besondere an unserer Musik, dass wir einfach, uns nicht an irgendwelchen Punkten orientieren, sondern einfach jeder macht sein Ding und am Ende kommt alles zusammen. Und wenn das Ding halt 12 Minuten lang ist, dann ist es halt 12 Minuten lang. Also ich höre Black Metal hauptsächlich zu Hause und auch ein bisschen Psychedelic-Zeug und Post-Rock, Progressive Rock, Post-Metal-Sachen, wie zum Beispiel Armin Ra, gute Band aus Belgien. Und die Einflüsse aus diesem ganzen Kauderwelsch zusammen ergibt dann irgendwie die Riffs, die ich dann mir auf der Gitarre ausdenke und dann mit in den Proberaum bringe und dann ist meistens Phil oder auch Jan einer der ersten, je nachdem wer zuerst halt die weitere Idee hat, um dann mit deren Einflüssen, die dann wieder aus völlig anderen Ecken kommen, da eben ihren Senf dazu zu geben. Gerade in Bezug auf Dromopod sehr interessant, da ich eher aus der Metalcore, Hardcore, also der härteren Metal-Richtung komme und dadurch Dromopod für mich auch ein neues Gebiet war sozusagen bezüglich der Musik, weil sich auch von Anfang an gleich die Richtung rauskristallisiert hat, dass es eben in das progressive, teilweise am Anfang auch noch in das Psychedelic Rock geht und da hatte ich halt sowohl spielerisch als auch vom Hören her wenig Erfahrung. Habe natürlich auch davor schon in mehreren Bands gespielt, das war aber alles dann die Metalcore-Richtung, viel Double Bass, schnell, Breakdowns, whatever, was wir bei Dromopod jetzt auch überhaupt nicht so haben. Von dem her war es für mich sehr interessant, auch mal komplett runterzufahren. Back to the Roots, einfache, simple Beats, auch mal vertracktere Sachen. Von dem her viele Einflüsse spielerisch habe ich da weniger, habe aber dann dadurch auch sehr viel dazugelernt, sehr viele neue Bands dazugelernt, dadurch auch sehr viele neue Techniken. Lustig, ich habe nämlich neulich erst meine CDs vom Speicher geholt und dann mal aussortiert. Da waren ein paar Schätzchen dabei, für die man sich heute teilweise schämt, aber ist halt so, man macht ja einiges mit.
Nee, also ich habe tatsächlich, kann man echt so sagen, es klingt blöd, aber ist so fast alles schon gehört. Aber immer, es war immer handgemacht, es war immer mit einem gewissen Drive dahinter, es hat immer gegroovt. Das war für mich immer ganz wichtig. Und ja, vielleicht hat es schon so ein bisschen die Weichen gestellt, dass ich dann mit so Anfang 20 zum Bass gewechselt bin. Vorher habe ich Gitarre gespielt, aber für mich war immer dieser Rhythmus dahinter, diesen Drive, den der Beat, der Bass mitbringt. Das war für mich immer das Ausschlaggebende, ob ich einen Song geil gefunden habe oder nicht. Und da waren Dinger dabei, mit was bin ich groß geworden? Die alten Sachen, Pantera, Sepultura, die alten Metallica. Das war so meine Generation. Ich bin ja schon ein bisschen älter, wie man sieht. Ein bisschen. Nee. Aber auch progressivere Sachen. Dream Theater waren so meine ersten Progressive Rock Götter. Ja. Und im Endeffekt haben mich aber immer auch die Bands inspiriert, in denen ich dann nie gespielt habe. Also du kommst zwar aus einer gewissen Richtung, hast vielleicht noch das von der alten Band, wenn du da vorhin einer gespielt hast, noch im Kopf, aber du kommst in eine Band, dann wirst du inspiriert vom Gitarristen, was spielt der für Riffs, was macht der Drummer, ganz wichtig als Basser. Ne? Und ich habe da immer gemerkt, je nachdem, wenn ich einen Bandwechsel hatte, wie mich die Leute in der Band wieder inspiriert haben, andere Sachen zu spielen, die ich vorher nie gespielt habe, an die ich nicht mal daran gedacht habe, die jemals so zu spielen, aber einfach dachte, hey, natürlich muss ich das so spielen, dann passt's. Ne? Und ja, somit hat mich auch jede Band, in der ich bisher gespielt habe, irgendwo natürlich inspiriert und weitergebracht. Und da machen wir jetzt hier bei Nomopod weiter. Und let's go. Bei uns entstehen die Songs meistens so, ich sitze zu Hause und nudel ein bisschen auf der Gitarre rum, mache meine Übungen und so weiter und irgendwann driftet man hinfort in die Weiten der Töne, bla bla, nein, Quatsch. Irgendwann kommt halt irgendwas bei raus, das nehme ich dann mit in die nächste Probe und meistens mache ich das dann so ganz scheinheilig. Beim Warmspielen spiele ich dann irgendeinen kleinen Riff mit dazu und auf einmal kommt so, oh, was ist das? Das ist gut. Und zack, habe ich schon meinen ersten Samen gesetzt. Und dann ist meistens von der Melodiepart her oder von den Melodieteilen an sich eher zwischen Jan und mir dann, bis wir dann spielen wir ein bisschen rum, bis wir so wissen, wohin gehen die Arrangements, wohin geht das ganze Akkordgezeug und so weiter, dass wir ungefähr so eine gewisse Bogen halt spannen können. Und der Phil trommelt da ein bisschen dazu rum, bis er halt sein Beat gefunden hat. Wie komme ich zu der Trommelei in den Songs? Gute Frage. Klingt zwar ein bisschen albern, aber am Anfang hocke ich erstmal da, wie der Jo oftmals auch scherzhaft sagt, eine Viertelstunde nur, hör zu, klimpern ein bisschen rum, weil es für mich eben wichtig ist, erstmal zu verstehen, wie ist der Song aufgebaut, was für eine Taktart haben wir, wo ist die Eins, verschiebt sich die mal oder nicht. Dadurch, dass wir halt auch oftmals verschiedene Einsen haben, dann nach irgendwie 24 Takten wieder eine gemeinsame haben, finde ich das halt sehr wichtig, um auch zu wissen, wo kann man Fills setzen. Ja, wie gesagt, das Wichtigste ist eigentlich für mich, wo ist die Eins? Und dann, ja, das meiste entsteht eigentlich, dass wir halt den Part dann minutenlang einfach spielen, drauf jammen und so kommen halt die ganzen Ideen dann zustande. Manche Parts werden dann teilweise auch nach Wochen, wenn der Song eigentlich schon fertig sein sollte, wieder verworfen. Dann fällt einem doch noch was Besseres ein oder er gefällt einem doch nicht mehr. Kann natürlich auch immer vorkommen. Teilweise wurden Songs auch schon kurz vor knapp noch umgeschrieben. Hatten die Situation auch hier im Studio. Am Aufnahmetag hieß es, ja, lass mir hier den Anfang anders machen. Lass da mal einen halben Takt weg. Ja, hat auch funktioniert. Und ja, für mich ist das Wichtigste erstmal, wie gesagt, zuhören, analysieren. Also wenn es bei uns ein neues Riff vom Jo gibt, das macht er tatsächlich so und es war mir erst gar nicht klar, dass er das ganz bewusst so macht. Also beim Ankommen, ich mache mein Stimmerle und dann spielt er auf einmal einen Riff, denke ich so, hey, das machen wir nachher. Und dann jammen wir halt, also der Phil hört sich die Sachen erstmal in Ruhe an. Ich versuche schon mal parallel mit ihm mitzuspielen, um mir die Töne, die Akkordfolgen ein bisschen mit dem Jo abzustimmen. Und ja, dann lassen wir uns tatsächlich so treiben. Also wir jammen dann dieses Riff. Dann gucke ich natürlich, was macht der Jo, spiele vielleicht das Riff doch mal mit einer
mit einer anderen Betonung oder irgendwie alternativ, ein paar andere Töne, was er gerne immer macht. Oder wenn dann der Phil seine Eins gefunden hat, dann spielt er mit. Dann gucke ich natürlich, dass ich mich vom Rhythmus, von den Betonungen natürlich an den Drums orientiere, dass nicht 3 Einsen irgendwo rumschweben, sondern dass es immer einen gemeinsamen Nenner gibt. Also ich denke, das ist auch die Aufgabe vom Bass bei uns in der Band, dass ich eben die Drums und die Gitarre so ein bisschen dann verschmelzen lasse. Das heißt, das Bindeglied bin zwischen der Rhythmus- und der Melodiesektion. Und das kommt einfach. Also man hört was, man reagiert drauf, dann reagiert es drumherum wieder auf einen selber und im Idealfall wird halt ein geiler Song draus. Wir sind absolut demokratisch. Es gibt jetzt keinen bei uns in der Band, der dann sagt, so muss das sein. Definitiv nicht. Sondern mein Nein ist nur laut genug. Ja, genau. Er hat mehr Watt als ich. Nee, stimmt gar nicht. Es ist halt so, meistens die Ideen tatsächlich bringt der Jo halt mit aber es gibt jetzt nicht hey, ich habe einen komplett fertigen Song und ich höre den Bass so und deswegen musst du den Bass auch so spielen oder die Drums, sondern dann kommt hey, probier das doch mal so zu spielen, weil vielleicht klingt es geiler und dann spiele ich das so und wenn es geiler klingt, dann höre ich das meistens auch selber und dann ist es meine Entscheidung, es so zu spielen und nicht deine. Genau, das Ganze geht natürlich auch andersrum. Also wenn ich dann irgendeinen Kramsch von mir spiele, dann kommt auch der Jan, der mal sagt, hey, hier, das passt gerade nicht zu dem, was ich spiele. Und dann wird halt mit Blickkontakt quasi ein Kampf ausgefochten, wessen Riff jetzt dann der bessere sei. Aber meistens hat das musikalische bessere Gehör dann doch der Jan. Und ich füge mich. Aber ja, es ist sehr demokratisch bei uns. Es gibt kein, ich will das aber unbedingt, sondern wir führen eigentlich eine 2/3 wenn man so sagen kann. Also wenn 2 Leute dafür sind, dann machen wir es. Spiegelt sich auch in einem Song bei uns auf der EP wieder, nämlich der letzte, Leftover, den wollte ich anfangs gar nicht machen. Siehe da. Im letzten Song auf der EP, Leftover, war es so, dass wir mit dem Riffing angefangen haben und das ganze Intro und das ganze Zeug, was da so ein bisschen sich taktartmäßig verschiebt und so weiter. Super cool. Und dann kam irgendwo ein Riff hinten raus, den ich nur aus dem Kopf heraus spontan geschwind gespielt habe. Und alle sagten so, ja, machen wir. Und ich war, nee, das war nur so ein Furz. Und irgendwie ist es dabei geblieben und ich habe echt ein paar Proben gebraucht, um zu sagen, okay, dann machen wir es so. Zum Thema demokratische Mehrheit und so weiter. Und es ist echt ein fettes Ding geworden. Und ich bin froh, dass ihr 2 mich davon überzeugen konntet, dass wir den Song auch so spielen. Und so ist er jetzt auch auf der Platte. Ja, zum Thema, was wird euch auf der EP erwarten? EP ist eigentlich nur halb richtig. Es sind zwar nur 4 Songs, aber trotzdem knapp über 40 Minuten Spielzeit. Hatten wir ja vorhin schon erwähnt, die Songs werden gerne auch mal knappe 10 Minuten lang. Und ja, der Name wird Collision sein. Zu finden wird es dann auf den gängigsten Portalen wie Spotify, Bandcamp, Apple Music. Es wird auch noch Videos geben, natürlich auf YouTube. Ja, die Stimmung von unserer EP, das ist recht einfach zu erklären tatsächlich. Also ich bin persönlich ein Musiker oder Mensch, sage ich mal aus der menschlichen Sicht, nicht musikalischen Sicht. Ich höre gar nicht mehr so auf Texte, sondern eher, was macht die Musik mit mir? Also wie empfinde ich die Musik? Finde ich die treibend? Finde ich die entspannend? Finde ich die, keine Ahnung, passt die zu meiner aktuellen Stimmung? Und bei unserer EP ist es so, die EP kann man im Hintergrund laufen lassen. Super, 40 Minuten easy listening. Man kann die aber auch ganz bewusst hören. Das ist jetzt nichts, wo du unbedingt in der Stimmung sein musst. Sie bringt dich auf die Stimmung der EP. Also wenn du geladen bist, kommst du ein bisschen runter. Und wir haben aber auch Parts in den Songs, die können dich auch wieder ein bisschen anheben. Aber so die Grundstimmung von der EP ist eher über einen längeren Zeitraum treibend. Dadurch, dass die Songs relativ lang sind, haben wir auch viele Dynamikwechsel drin. Das heißt, von langsam aufbauenden Parts zu energischen Parts und wieder langsameren oder ruhigeren Parts vielmehr. Da ist für jeden eigentlich was dabei. Und klingt jetzt vielleicht doof, aber passt zu jeder Stimmung eigentlich, weil jede Stimmung in unseren Songs irgendwo abgearbeitet wird. Rein vom Musikalischen her, ohne dass du auf den Text hören musst. Unsere Musik ist sehr energiegeladen und hat viele Spannungsbögen und ist in ihrer eigenen Art recht komplex.
Und das kann man beim ersten Mal hören oder zweiten Mal hören vielleicht noch nicht alles rauskristallisieren. Deswegen muss man sich schon mal mit der EP richtig befassen, mal davor sitzen und ganz bewusst auf die Songs hören und was da passiert. Und stolz sind wir auch drauf, dass das Ganze eben nur mit 3 Instrumenten alles klappt und dass das Wechselspiel zwischen uns dreien halt eben so gut funktioniert, dass wir halt eben viel mit wenig machen können. Lyrisch sind wir eher philosophisch unterwegs. Die Texte reichen von Erschaffung und Zerstörung von wesentlichen Dingen, die unbetitelt bleiben, damit jeder Zuhörer sein eigenes wesentliches Ding eben definieren kann. Bis zu Trennung von tatsächlichen Dingen, die auch wieder eben unbetitelt bleiben, damit der Zuhörer sich damit selbst definieren kann. Es bleibt quasi immer eine kleine Lücke, in der der Zuhörer selbst sein Wichtiges oder sein Momentum irgendwie da halt eben einfügen kann, um sich dementsprechend dann halt auf den Song einzuschießen. In dem Song Pale Red geht es zum Beispiel um eine fiktive Begegnung mit einem Menschen der, nennen wir es mal, anderen Art oder anderen Geschlechts, je nachdem, wo man halt eben herkommt. Und man kennt es ja, man trifft sich und oder man sieht sich irgendwo zufällig und malt sich sein Gedankenspiel aus und ist so, was könnte mit der Person, vielleicht klappt es ja und keine Ahnung und wie auch immer. Und man verrennt sich da vielleicht auch gerne ein bisschen in irgendwelche Gedanken oder Dinge, die einen dann so ein bisschen beschäftigen über eine gewisse Zeit. Und der Song, der soll halt eben genau dieses Hasenbau in Form Alice im Wunderland, dieser Hasenbau, dass man da halt eben, man verliert sich drin und versucht halt eben mit den Gedanken klarzukommen oder dass es halt alles nichts wird oder nichts sein soll und dementsprechend sich dann da selbst wieder heraushilft. Ja, danke für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuschauen. Wir hoffen, euch gefällt die EP. Wenn ihr sie haben wollt, kauft sie bitte auf Bandcamp. Da kriegen wir noch am meisten Kohle. Die anderen Plattformen, ja, nicht so schön, aber ist halt auch wichtig, dass ihr die auch da findet. Aber Bandcamp wäre richtig geil. Sonst, Social Media sind wir überall am Start. Liked uns, abonniert uns, folgt uns, dass wir uns auf baldigen Konzerten persönlich sehen können. Würde uns echt freuen. Bleibt sauber. Eine Sache noch, wir werden in Zukunft noch eine GoFundMe-Kampagne starten, um einfach unsere Aufnahmekosten damit ein bisschen zu deckeln, weil der ganze Spaß ist halt auch nicht umsonst. Das ist ja voll geil. Wenn ihr da Bock drauf habt, uns zu unterstützen, würden wir uns echt freuen. Dankeschön.